Das tägliche Leben kann manchmal hektisch, vollgepackt und überfordernd sein. Deshalb habe ich mir ein paar Strategien überlegt, die mir helfen, meinen Alltag zu erleichtern. Egal, ob es darum geht, die Organisation in der Küche zu verbessern, den Tagesablauf besser zu strukturieren oder einfach mehr Zeit für andere Dinge zu schaffen. Heute möchte ich mit euch ein paar ganz banale Angewohnheiten teilen, die mir so helfen, mein Leben ordentlicher, strukturierter und stressfreier zu machen. Für mich sind das ganz simple Wege und routinierte Angewohnheiten, bei denen ich nicht mehr lange nachdenken muss. Ich zeige euch, wie ich sie in meinen Alltag einbaue, um verschiedene Bereiche einfach leichter zu gestalten. Also, wenn euch das Thema interessiert, bleibt gern dran und ganz viel Spaß mit dem Video. Fangen wir an mit der ersten Kategorie, und zwar Ordnung im Alltag. Ich habe das Ganze so ein bisschen nach Kategorien unterteilt, da könnt ihr besser nachschauen, was euch interessieren könnte. Also, wenn ich unterwegs war und nach Hause komme, ist das Erste, was ich mache, meine Jacke aufzuhängen, den Hut oder die Mütze aufzurollen und meine Tasche in den Schrank zu stellen. Das hilft mir, den Eingangsbereich, der ja das erste Bild vermittelt, wenn man eine Wohnung betritt, schön ordentlich und einladend zu halten und sorgt auch dafür, dass ich meine Sachen nicht immer suchen muss. Außerdem kommt der Schlüssel immer an den gleichen Platz, damit ich ihn dort habe, wo er hingehört. So ist das auch mit all den anderen Dingen, die wir so haben. Jedes Teil hat seinen Platz und schon sieht alles aufgeräumt aus. Ein wichtiger Punkt für mich ist auch, dass ich mir jeden Tag eine kleine To-Do-Liste schreibe. Und zwar mit den Sachen, die ich nicht vergessen möchte. Wenn ich alles aufschreibe, habe ich es erstmal aus dem Kopf und bin mir sicher, dass ich nichts Wichtiges übersehe. Es ist auch hilfreich für mich, die erledigten Aufgaben dann abzuhaken, weil ich dann sehe, was ich schon geschafft habe. So behalte ich nämlich den Überblick und kann meinen Tag viel besser organisieren. Für mich ist es wichtig, freie Flächen und Ablagen wie den Esstisch, die Küchenarbeitsplatte, den Schreibtisch und die Ablage im Bad immer ordentlich zu halten. Wenn ich regelmäßig die kleinen Bereiche aufräume und überflüssige Dinge, die da nicht hingehören, wegräume, wirken die Flächen nicht so überladen. Ein sauberer Tisch, der schafft nicht nur mehr Platz, sondern sorgt auch dafür, dass ich eine angenehme und freundliche Atmosphäre habe und ich nicht jedes Mal alles wegräumen muss, wenn ich mich hinsetzen und essen möchte. So ein paar Minuten täglich, um diese kleinen Bereiche aufzuräumen, sorgen für mich gleich für eine freundlichere Umgebung. Ich versuche jeden oder zumindest jeden zweiten Tag, wenn ich am Arbeiten bin und an meinem PC sitze, meine E-Mails durchzusehen und auch gleich zu bearbeiten. 5 Minuten täglich reichen dabei mir aus, um meinen Posteingang übersichtlich zu halten und nicht voll zu müllen. Das bringt mir viel, denn so habe ich immer den Überblick, dass alle E-Mails bearbeitet sind, mir dann nichts durchrutscht, ich alle Spam-E-Mails gelöscht habe und dass sich kein großer Berg an unerledigten Nachrichten anhäuft. Um nicht ständig auf die Uhr zu schauen und mir selber Zeitdruck zu machen, habe ich in meiner Handy-App verschiedene Wecker eingestellt. Diese Wecker erinnern mich zum Beispiel, die Kinder zu wecken, sie in die Schule zu schicken oder an andere wiederkehrende Verpflichtungen. Für mich bedeutet das weniger Stress und ich kann mich auf andere Dinge konzentrieren, ohne ständig an die Zeit und an die Uhr denken zu müssen. Kabel braucht man ja, um Geräte aufzuladen, und gerade in der heutigen Zeit mit Handy und Co. liegen die meistens überall rum und es sieht schnell unordentlich aus. Darum wickele ich unsere Kabel immer schön zusammen und stecke sie mit einer Klammer fest. Das sieht viel ordentlicher aus, als wenn man einfach nur so einen Kabelsalat rumliegen hat. Kommen wir nun zur Kategorie 2: Küche, Kochen und Lebensmittel.
Seit vielen Jahren erstelle ich für unsere Familie einen wöchentlichen Essensplan. Für manche mag das ja recht starr und unflexibel sein, für mich hat aber dieser Plan viele Vorteile. Ich spare Zeit und Geld, weil ich die Mahlzeiten nach Termin und Budget planen kann und außerdem habe ich die Rezepte so schon parat, da ich sie gleichzeitig in meiner Notiz-App beim Essensplan abspeichere und so muss ich in der Woche nicht lange suchen. Gleichzeitig zu meinem Essensplan schreibe ich immer noch einen Einkaufszettel, an den wir uns dann auch halten. So vermeide ich nämlich, dass wir mehrmals pro Woche zum Einkaufen losfahren müssen. In unserer Abstellkammer hängt zudem ein Zettel, auf dem die Dinge aufgeschrieben werden, die während der Woche so ausgegangen sind. Damit habe ich immer alles im Blick und muss nicht extra losfahren, um fehlende Sachen zu besorgen. Mindestens einmal in der Woche schaue ich auch durch unseren Kühlschrank, um sicherzustellen, dass nichts übrig bleibt und wirklich alles aufgebraucht wird, bevor wir wieder neue Sachen kaufen. Ich habe mir schon vor langer Zeit angewöhnt, nach meinem Einkauf auf dem Wochenmarkt am Samstag gleich mein Obst, Gemüse und die Salate zu waschen und zu schleudern. Den Salat packe ich dann nach dem Schleudern in Gläser, damit er schön frisch bleibt. Manchmal schnibbel ich auch schon ein paar Paprikas, Gurken oder Karotten vor, damit wir zwischendurch ohne großen Aufwand schnell was zum Snacken haben. Durch die ganze Vorbereitung geht das Essen machen in der Woche viel schneller. Ich habe einmal etwas mehr Arbeit, dafür kann ich es dann später einfacher und schneller angehen. Ich habe mir über die Jahre viele einfache Rezepte angeeignet, die ich schnell kochen kann. Das spart mir unheimlich viel Zeit und macht das Kochen allgemein stressfreier. Mit den Schnellgerichten kann ich ohne Aufwand was Leckeres auf den Tisch zaubern und außerdem gibt es immer einen frischen Salat dazu, der die Mahlzeiten aufwertet. Ich kann die Zutaten variieren, je nachdem, was ich gerade im Kühlschrank habe und so bleibt das Essen abwechslungsreich und ich muss nicht immer nach neuen Rezepten suchen. Die einfachen Rezepte geben mir eine Flexibilität, spontan zu kochen und dabei trotzdem gesunde Mahlzeiten zuzubereiten. Ich habe mir angewöhnt, schon während des Kochens die Zutaten und Gegenstände wegzuräumen, die ich nicht mehr brauche. Auf die Weise bleibt meine Arbeitsfläche frei von Unordnung und ich vermeide ein großes Chaos. Benutztes Geschirr wird bei uns auch immer gleich in die Spülmaschine geräumt. So bleibt die Arbeitsfläche sauber und frei und die Küche sieht aufgeräumt aus. Das sind zwar nur ein paar simple Handgriffe, die helfen mir aber, stressfreier zu kochen und am Ende des Tages einfach weniger aufräumen zu müssen. Außerdem fühle ich mich in der ordentlichen Küche einfach viel wohler. Und jetzt sind wir schon bei der letzten Kategorie, Zeitmanagement und Entspannung. Ich habe mir angewöhnt, abends ein bisschen Zeit dafür zu nutzen, so einiges für den nächsten Tag vorzubereiten. Zum Beispiel lade ich mein Handy über Nacht auf und putze es nochmal, damit es am nächsten Morgen gleich einsatzbereit ist. Außerdem stelle ich Dinge fürs Frühstück schon am Abend bereit, sodass ich mir in der Küche nicht alles zusammensuchen muss am nächsten Tag. So kann ich morgens viel schneller alles erledigen und brauche mich nicht zu hetzen. Diese kleinen Vorbereitungen helfen mir, den Tag einfach entspannter zu beginnen und stressfreier in den Morgen zu starten. Ich versuche, wann immer es geht, Multitasking zu vermeiden, weil es für mich immer nur Stress verursacht. Darum konzentriere ich mich immer gern nur auf eine Aufgabe. Wenn ich zum Beispiel Wäsche lege, dann lege ich Wäsche und lasse mich nicht durch irgendetwas anderes wie Videos schauen oder Hörbücher hören ablenken. Für mich ist das auch eine Zeit, in der ich meine Gedanken schweifen lassen kann und wo ich am besten fokussiert bin, sodass ich die Dinge einfach schneller erledige. Ich schöpfe unheimlich Energie aus der Ruhe und dem Alleinsein und für mich als Introvertierte ist es einfach effektiver, mich nur auf eine Sache zu konzentrieren. Wenn man wie ich von zu Hause aus arbeitet, vergisst man oft, dass man auch mal Pausen einlegen sollte. Darum nehme ich mir ganz bewusst immer wieder kleine Auszeiten, um mal einen Kaffee oder auch mal einen Tee zu trinken. Das sind für mich so kleine Genussmomente, die ich richtig zelebriere und nach denen ich mich immer wieder frisch und konzentriert fühle, um aufgetankt an meine Arbeit zu gehen.
Beim Organisieren meines Alltags versuche ich, so oft es geht, Aufgaben zu bündeln. Das bedeutet, dass ich ähnliche Aufgaben zusammenlege, einfach um Zeit zu sparen. Wenn ich zum Beispiel einkaufen gehe oder Eier holen muss, dann nehme ich gleich Flaschen und Gläser für den Glascontainer mit, bringe Leergut weg und erledige auf dem Rückweg noch die Fahrt zur Bücherei. Indem ich so viele Erledigungen wie möglich kombiniere, spare ich mir Zeit und den Aufwand, später einfach nochmal losfahren zu müssen. Das hilft mir, effizienter zu sein, weil ich einfach alles auf einmal abarbeiten kann. Kommen wir jetzt zum letzten Punkt. Leichter leben heißt für mich auch leichter unterwegs zu sein. Und das beginnt auch mit meiner Handtasche. Wenn ich unterwegs bin, versuche ich so wenig wie möglich mit mir herumzuschleppen. Wichtig sind auf jeden Fall ein kleines Handtuch, Taschentücher und mein Portemonnaie. Und ganz wichtig, die Wasserflasche. So bin ich auch unterwegs bestens ausgestattet. So, das war's auch schon mit den Dingen, mit denen ich versuche, mein Leben entspannter und leichter zu gestalten. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen inspirieren. Schreibt mir doch mal, welche Tricks und Kniffe ihr habt, um euren Alltag leichter zu machen. Ich sage jetzt mal Danke fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Ciao, ciao.